Hallo zusammen, heute werden wir in die Welt der Bär-Optionen eintauchen und das Geheimnis einer einfachen Strategie lüften, die absolut jeder beherrschen kann. Sie müssen kein Profi sein oder über umfangreiche Erfahrung verfügen, nur ein Indikator wird Ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Schauen Sie sich dieses Video aufmerksam und bis zum Ende an, denn hier zeige ich Ihnen, wie Sie diese Strategie einsetzen können, um Ihre Erfolgschancen beim Handeln zu steigern. Der Link zu dem Broker, bei dem ich handle, ist in der Beschreibung. Viel Spaß beim Anschauen. Und als erstes fügen wir den Indikator in die Grafik hinzu. Gehen Sie zu den Indikatoren, gehen Sie zum Abschnitt Autor und wählen Sie dann den Indikator mit dem Namen Psychological Line. Wir lassen hier die Grundeinstellungen und fügen ihn hinzu. Nun wollen wir verstehen, wie man mit Hilfe dieses Indikators Geld verdienen kann. Dieser Indikator zeigt uns also eine bestimmte Linie an, die ein allgemeines Niveau für die letzte Bewegung auf der Grafik darstellt. Unsere Aufgabe ist es, auf den Moment zu warten, in dem sich der Kurs diesem Niveau nähert. Und wenn der Kurs sich diesem Niveau nähert, müssen wir feststellen, ob es einen Pullback oder einen Ausbruch geben wird. Wie wir auf der Grafik sehen können, gibt es viele Beispiele für den Moment, in dem sich der Preis diesem Niveau nähert. Schauen wir uns zum Beispiel dieses Segment auf der Grafik an. Schauen wir uns an, was wir hier auf dem Indikator sehen. Auf dem Indikator können wir sehen, dass wir hier ein gutes Niveau haben, von dem wir einen Pullback hatten. Auf der Grafik sehe ich auch ein Niveau, von dem aus wir einen Pullback hatten. So, jetzt aber weiter zum Handeln. Ich habe also die erste Situation auf der Grafik gefunden. Ich öffne einen Handel nach oben. Schauen wir uns nun an, was wir auf dem Grafik sehen, auf dem Indikator. Ich sehe, dass der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht hat. Von diesem Niveau aus erwarte ich einen Pullback nach oben. Das heißt, ein Durchbruch dieses Niveaus. Und warum? Weil ich dieses Bild auf der Grafik als einen bestätigenden Faktor sehe. Ich sehe, dass sich hier ein gewisses Widerstandsniveau gebildet hat, das durchbrochen wurde und zu dem der Kurs nun zurückkehrt. Wenn ich ein solches Phänomen sehe, wird der Kurs meistens weiter steigen, denn dieses Phänomen wird als Niveau Retest bezeichnet. Wollen Sie sehen, wie ich in Echtzeit handle? Abonnieren Sie meinen Telegram-Kanal. Dort mache ich regelmäßig Live-Handelsitzungen, in denen ich meine Gedanken und Strategien teile. Sie können mich dabei beobachten und Ihre Frage stellen. Verpassen Sie nicht die Chance, der Link ist in der Beschreibung. Mein Geschäft hat also mit Gewinn geschlossen, aber das ist noch nicht alles. Ich werde den Handel wieder nach oben eröffnen. Lassen Sie mich die Grafik vergrößern, um in einige bestätigende Faktoren zu zeigen. Also erstens kann ich sehen, dass der Kurs bis zu diesem Niveau zurückgegangen ist, was wir an dieser Stelle haben. Als bestätigenden Faktor kann ich vor allem das verschlungene Kerzenmuster hervorheben. Dabei handelt es sich um ein Muster aus zwei Kerzen, bei dem die zweite Kerze die erste Kerze vollständig verschlingt. Zweitens sehe ich hier ein Doji-Muster. Dabei handelt es sich um eine Kerze mit einem großen Schatten an der Unterseite und einem kleinen Körper. Diese beiden Muster zeigen mir, dass der Käufer zu diesem Zeitpunkt die Oberhand hat. Wie Sie sehen können, verwenden wir in dieser Strategie sowohl Signale des Indikators als auch bestätigende Faktoren. Als Signal haben wir die Annäherung des Preises an das Niveau und als bestätigende Faktoren haben wir verschiedene Niveaus und Muster. Und wir haben eine zuversichtliche Aufwärtsbewegung und wie Sie sehen, konnte ich mit Hilfe dieses Indikators gleich 2 Geschäfte für einen Währungspaar abschließen. Weiter geht's. Ich werde oft nach der normalen Rentabilität gefragt. Hier zum Beispiel fragt Hans, welche Gewinnprozentsatz gilt als normal? 10 bis 20% pro Monat sind ein gutes Ergebnis, aber es ist nicht so einfach, eine solche Stabilität zu erreichen. Wäre es so einfach, würden Händler auf den ersten Seiten von Forbes landen. Ich teile alle Geheimnisse der Rentabilitätsberechnung auf meinem Telegram. Den Link finden Sie unter diesem Video. Ich habe also eine andere Situation gefunden, die ich ausarbeiten muss. Schauen wir mal, was der Indikator anzeigt. Auf dem Indikator sehe ich, dass der Preis das Niveau erreicht hat, das auf dem Psychological Line Indikator markiert ist. Auf der Grafik sehe ich ein verschlingendes Kerzenmuster. Das ist ein Kerzenmuster aus 2 Kerzen. Ich öffne sofort einen Handel. Und lassen Sie mich auch die Grafik vergrößern, um Ihnen dieses Muster zu zeigen. Also, es handelt sich um ein Muster aus 2 Kerzen, bei dem die zweite Kerze die vorherige Kerze vollständig verschlingt. In diesem Fall hat die grüne Kerze die rote Kerze vollständig verschlungen. Diese Muster zeigt mir die Dominanz des Käufers in diesem Moment.
Also ich warte hier eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung und einen Pullback von diesem Niveau aus. Mein Handel schließt im Minus, aber das ist okay. Ich eröffne einfach ein kompensierendes Geschäft mit verdoppeltem Betrag, diesmal nach unten. Warum ich hier nach unten eröffnet habe? Das ist ganz einfach. Ursprünglich hatte ich einen Pullback nach oben in Betracht gezogen. Als ich den Handel eröffnete, sah ich jedoch eine solche Wohlkörper- und Impulskerze, die für den Verkäufer sprach. Diese Kerze hat ein bestimmtes lokales Unterstützungsniveau durchbrochen. Das Durchbrechen eines Unterstützungsniveaus sagt mir, dass es weiter abwärts gehen wird. Und auch auf dem Psychological Line Indikator sehe ich den Durchbruch dieses bestimmten allgemeinen Niveaus. Also ich hoffe, das ist klar, Leute. Warten wir auf das Ergebnis. Das Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Es ist mir auf jeden Fall gelungen, eine gute Abwärtsbewegung zu erwischen. Machen wir weiter. Ich habe also eine andere Situation gefunden. Ich eröffne einen Abwärtshandel. Hier ist alles so einfach wie möglich. Ich sehe, dass sich der Preis dem allgemeinen Niveau genähert hat, das wir auf der Psychological Line Indikator haben. Von diesem Niveau aus erwarte ich einen Pullback nach unten, denn hier sehe ich dieses Muster, das Doji genannt wird. Es ist ein Muster, das einen großen Schatten an der Spitze und einen kleinen Körper hat. Ich sehe hier auch einen schönen und impulsiven Abwärtstrend. Also warten wir auf das Ergebnis dieses Geschäfts. Der Handel wurde im positiven Bereich abgeschlossen. Großartiges Ergebnis, lassen Sie uns weitermachen. Ich habe also eine weitere Einstiegssituation gefunden und ich eröffne ein Geschäft nach oben. In dieser Situation sehe ich, dass sich der Preis auf unserem Indikator dem allgemeinen Widerstandsniveau genähert hat. Als er sich diesem Niveau näherte, sah ich diese Kerze. Sie ist so groß und vollmundig, was mir sagt, dass der Käufer in diesem gesamten Segment dominant ist. Als weiteren bestätigenden Faktor kann ich darauf hinweisen, dass wir auf der Oberseite einige Widerstandsniveaus haben, auf die der Kurs wahrscheinlich zusteuern wird. Also ja, warten wir auf das Ergebnis dieses Geschäfts, Leute. Wie Sie sehen, ist die Strategie so einfach wie möglich, denn um sie anwenden zu können, müssen Sie eigentlich grundlegende Kenntnisse der technischen Analyse haben. Ihre Aufgabe ist es, die Annäherung des Kurses an das allgemeine Niveau des Indikators zu beobachten und mindestens einen bestätigenden Faktor zu sehen. Großartig, das Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen. Ich konnte eine sichere Aufwärtsbewegung erkennen. Lassen Sie uns an dieser Stelle Ergebnisse zusammenfassen. Also Leute, es ist offensichtlich, dass diese Strategie gut funktioniert, denn ich konnte mein Guthaben nur wenigen Geschäften deutlich erhöhen. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Ich hoffe, Sie haben viel über die binären Optionen gelernt und wie Sie mit dieser Strategie erzielen können. Also, und wenn Sie aktuelle Signale und Handelstipps erhalten möchten, vergessen Sie nicht, meinen Telegram-Kanal zu abonnieren. Dort teile ich Strategien, Signalen und Analysen, die Ihnen helfen werden, bessere Entscheidungen auf dem Markt zu treffen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Tschüssi!